Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir alle an die gleiche Zukunft glauben. Wir glauben an eine Zukunft, in der die Ressourcen dieser Erde nicht mehr verschwendet werden. Wir glauben an eine Zukunft, in der die Menschheit schonend und dankbar mit diesem Planeten umgeht. Wir von Sono Motors haben ein Solarauto entwickelt, das zu dieser Zukunft beitragen wird. Ein Auto, das ihr alle hier maßgeblich ermöglicht habt. Und deshalb stellen wir euch heute den Seon hier vor. Zu Beginn möchte ich aber noch kurz darüber sprechen, warum wir das Ganze machen, was uns täglich motiviert, ins Büro zu kommen, was uns täglich motiviert, Nachtschichten am Wochenende zu arbeiten und alles zu geben, um diese eine Vision zu realisieren. Unsere Welt hat sich in den letzten 50 Jahren rasant weiterentwickelt. Und das haben wir vor allem einer Ressource zu verdanken, dem Erdöl. Wir haben es in einem unvorstellbaren Ausmaß gefördert, haben es in Plastik und andere Materialien umgewandelt, haben es in Medikamente, haben es genutzt, um Medikamente herzustellen, unsere Smartphones zum Laufen zu bringen. Und wir haben es massenweise in Energie umgewandelt. Dieses unersättliche Verhalten hat dazu geführt, dass diese Ressource irgendwann ausgehen wird. Wir verbrauchen zu viel, obwohl diese Ressource endlich ist. Der größte Teil unserer Erdölnutzung wird in Energie umgewandelt, für unseren Transport. 61% unserer gesamten Erdölnutzung geht auf den Transport. 61%. Und trotzdem fahren da draußen und die meisten von uns noch mit Verbrennungsmotoren. Das Schlimme daran ist, wir kennen die brennenden Ölfelder, wir kennen die Smogstädte dieser Welt. Und wir wissen auch, dass Erdöl ganze Staaten abhängig voneinander macht. Und trotzdem müssen wir uns fortbewegen. Wir werden nicht aufhören, uns fortzubewegen. Wir sind angewiesen auf schnellen Transport. Aber unser heutiges Mobilitätsverhalten nutzt zu viel einer endlichen Ressource und schadet unserem Planeten nachhaltig. Und das finden wir nicht fair. Wie können wir ernsthaft so wirtschaften? Wie können wir nur in Quartalszahlen denken, anstatt in Jahren oder Jahrzehnten? Wir oder das gesamte Team sind ja schon die Generationen, die das jetzige Wirtschaften am meisten zu spüren bekommt. Wie können wir also einfach so weitermachen? Wie können wir ernsthaft so weitermachen? Und in genau diesem Dilemma waren ich und Jona vor 4 Jahren. Jona, mein Co-Founder und bester Freund seit der 1. Klasse. Wir suchten damals nach einer Alternative, weil wir hatten uns gesagt, wir wollen nicht weiterhin einfach nur zuschauen und auf andere zeigen und über die reden, was sie alles schlecht machen. Wir wollten etwas selbst in der Hand nehmen, wir wollten es selbst ausprobieren. Wir wollten selbst etwas verändern. Also haben wir nach Lösungen gesucht. Was schnell auffiel, dass da draußen schon Lösungen waren. Die Elektromobilität. Es fuhren bereits schon Elektroautos auf deutschen Straßen. Nur leider in minimaler Anzahl. Wir fragten uns also, warum setzt sich die Elektromobilität nicht durch? Was sind die Hintergründe? Wir fragten Freunde und Bekannte über das Thema und bekamen schnell immer das gleiche Feedback.
3 große Nachteile. Das waren der Preis, die Reichweite und die schlechte Ladeinfrastruktur. Und wir hatten uns damals gesagt, wenn diese 3 Bubbles behoben werden, dann ist Elektromobilität auch wirklich serientauglich. Also haben wir nach einer Lösung gesucht, die diese 3 verschiedenen Aspekte löst. Wir fragten uns, oder wir kamen auf eine Lösung, die sehr einfach war. Das war die Sonne. Die Sonne schickt an einem Tag mehr Energie auf die Erde, als die gesamte Weltbevölkerung innerhalb eines Jahres verbraucht. Wieso also integriert niemand oder nutzt niemand die Sonne als Energiequelle für unsere Mobilität? Wieso gibt es kein Solarauto da draußen? Das fragten wir uns damals. Und weil wir es uns nicht erklären konnten und wir nicht zuschauen wollten, wie weiterhin diese Verschwendung da draußen betrieben wird, haben wir es selbst in die Hand genommen. Das war der Anfang von Sono Motors. Also fingen wir an, Pläne zu schmieden, direkt nach dem Abitur, und starteten in Jonas' Garage. War nicht sonderlich groß, aber es reichte perfekt aus für unseren ersten Konzeptprototypen. Wir bauten auf einem bestehenden Chassis auf und stellten es uns wie folgt vor. Motor raus, Batterie rein, Solarpaneele obendrauf und fertig. Natürlich wurde es ganz anders. Schon am ersten Tag landete Jona im Krankenhaus. Er hatte Benzin verschluckt. Aber das hielt uns nicht ab, unsere Vision weiter voranzutreiben. Das hielt uns nicht ab, am nächsten Tag wieder in die Garage zu gehen und Tag für Tag, Monate für Monate an unserem ersten Konzeptprototypen zu arbeiten. Dann war es soweit. 2 Jahre später hatten wir unseren ersten Präprototypen. Wir hatten bis dato niemandem davon erzählt, wir hatten das komplett geheim gehalten. Sogar Familienmitglieder wussten davon nichts. Manche, bis auf Jonas' Eltern von der Garage natürlich. Aber wir hatten es niemandem erzählt. Als wir damals dann meiner Mitbewohnerin Navina davon erzählten, war sie hin und weg. Navina, Designstudentin und mit einem guten Gespür für Brand Identity, verhalf uns auf einmal zu einer Form, zu einem Logo, Firmennamen. Und sie hatte vor allen Dingen eine Idee, die alles verändern sollte. Navina fragte, wieso gehen wir nicht da raus und fragen die Leute, ob sie wirklich dieses Auto haben wollen? Wieso machen wir keine Crowdfunding-Kampagne? Dann würden wir sofort wissen, ob jemand wirklich dieses Auto haben will. So haben wir die Crowdfunding-Kampagne gelauncht. Und sie wurde ein voller Erfolg. Unser Video ging viral und wir hatten unglaublichen Erfolg. Wir konnten bis zu 700.000 € zusammensammeln, Stand heute, und wurden in allen Medien genannt, die man so kennt. Wirklich unglaublich. Leute kamen vorbei, haben uns angerufen, Politiker haben uns besucht. Es war der Wahnsinn. Und wir hatten damals bei dieser Crowdfunding-Kampagne allen Crowdfundern versprochen, innerhalb eines Jahres einen Prototypen euch zur Verfügung zu stellen. Wir hatten gesagt, in einem Jahr bekommt ihr einen Prototypen für Probefahrten. Aufgrund dessen stellten wir Ingenieure ein, vergrößerten unser Team. Das Team wurde größer. Wir zogen hier hoch in dieses Büro und auf einmal arbeiteten über 100 Leute an diesem Projekt. Wir waren auf einmal ein Riesenteam geworden und fanden Partner,
die uns halfen, diesen Prototypen zu realisieren. Zudem fanden wir aber auch Investoren, die uns finanziell stärkten. Und all diesen Menschen, die uns auf unserem Weg unterstützt haben, möchte ich hiermit herzlich danken. Alle Menschen da draußen, egal was ihr gemacht habt, jede Unterstützung hat gezählt und jede Unterstützung hat dieses Projekt so vorangebracht. Und heute stehe ich hier und kann euch stolz verkünden, dass wir unser Versprechen gehalten haben. Wir haben es geschafft, innerhalb eines Jahres euch den Prototypen hier zu ermöglichen. Und deshalb geht dieser Applaus an euch und hier ist euer Sion. Und was sagt ihr? Gefällt euch? Sehr schön. Also wir müssen ganz ehrlich sagen, wir lieben das neue Design. Ihr habt maßgeblich mitgeholfen. Ihr habt uns immer wieder Feedback gegeben über das alte Design. Deswegen haben wir uns hingesetzt, haben komplett redesigned und haben eure Aspekte mit reingenommen. Komplett schön geworden. Ich bin wirklich hin und weg. Wir lieben alle dieses neue Design. Aber jetzt will ich Schritt für Schritt mit euch durch alle Alleinstellungsmerkmale des Sions gehen und euch zeigen, was den Sion so besonders macht. Alle unsere Alleinstellungsmerkmale haben eine besondere Bezeichnung. Das offensichtlichste Alleinstellungsmerkmal ist das Visono-System. Visono kommt von unserer Vision, daher auch der Name, und beruht auf, dass wir gesagt haben, wir müssen Elektromobilität so einfach und alltagstauglich wie möglich machen. Wir sind nicht die Ersten, die Solarzellen in ein Fahrzeug integrieren. Das wollen wir ganz ehrlich sagen. Aber es waren viele Leute vor uns, die bestimmte Sachen nicht richtig gemacht haben. Da waren zum Beispiel Leute, die haben Solarzellen in ein Fahrzeug integriert und Glas benutzt, was viel zu schwer ist und nicht crashsicher ist. Da gab es Leute, die haben Solarzellen integriert, aber keine Batterie. Damit war es ein Sonnenauto, was wirklich nur bei Sonne fahren konnte. Wir sind rangegangen und haben gesagt, welche Punkte müssen wirklich erreicht werden, damit Solarintegration sinnvoll in einem Fahrzeug ist. Und kamen zu folgenden 4 Punkten. Erster war, dass wir gesagt haben, die komplette Oberfläche des Fahrzeugs muss mit Solarzellen eingekleidet sein. Maximale Anzahl an Solarzellen. Das zweite war, dass wir gesagt haben, das Gewicht darf nicht beeinflusst werden. Drittens, es muss crashsicher sein. Und viertens, es dürfen keine Mehrkosten für den Nutzer entstehen. Und so sind wir zu folgenden Punkten gekommen, zu folgender Lösung. Wir integrieren Solarzellen mit einem effizienten Wirkungsgrad von 24%, Hochleistungs-Solarzellen. Das Besondere an diesen Zellen ist, dass sie nicht nur direktes Sonnenlicht, sondern auch indirektes, diffuses Sonnenlicht in Strom umwandeln. Das heißt, diffuses Licht ist Reflexionen von Häusern, von Schnee im Winter. Und das ermöglicht uns, Solarzellen also nicht nur auf die Motorhaube und das Dach zu integrieren, sondern auch in die Seite. Dann erst macht die Solarintegration auch in die Seite Sinn. Des Weiteren schaffen wir dadurch
330 Zellen in die komplette Karosserie zu integrieren. 330 Solarzellen sind hier in dem Sion integriert. Das ist eine Fläche von 7,5 Quadratmetern, was in etwa 2 Tischtennisplatten entspricht. Und damit haben wir wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Außerdem benutzen wir Polycarbonat als Trägermaterial. Polycarbonat ist 50% leichter als Glas und 200 Mal robuster. Mit einer richtigen Beschichtung, mit einem richtigen Hardcoating, ist es sogar kratzunempfindlich. Dadurch, dass wir die komplette Karosserie mit Solarzellen einkleiden, haben wir aber noch einen Vorteil. Wir benötigen keine Lackierung. Und das ist besonders in der Produktion sehr interessant. Durch all diese Vorteile erreichen wir bis zu 30 Kilometer am Tag, die sich selbstständig in die Batterie laden. Bis zu 30 Kilometer. Jetzt ist es so, dass natürlich wir auch hier ehrlich sein wollen und uns hier den Jahresbetrag mal anschauen müssen. Wir sehen natürlich, dass im Winter hier deutlich weniger an Kilometern erreicht wird. Aber wenn ich mir das anschaue, dann kann ich hier von April bis September ein Fahrzeug haben, was für bestimmte Fahrprofile da draußen autark ist. Und das ist genau das, warum wir sagen, Solarintegration macht Sinn. Wenn ich mir meinen Vater anschaue, dann ist der 40 Jahre lang 8 Kilometer zur Arbeit gefahren. 16 Kilometer hin und zurück. Hätte der einen Sion gehabt, perfekt. Der hätte wahrscheinlich fast nie an der Steckdose gehangen. Und genau weil da so viele Leute da draußen ein ähnliches Fahrprofil haben, haben wir gesagt, dass der Sion perfekt für Pendler ist. Er ist perfekt für ein bestimmtes Fahrprofil. Jetzt kommen wir zu einem nächsten USP, der aufgrund folgender Situation ins Leben kommt. Wir haben uns gefragt, was passiert, wenn die Batterie des Fahrzeugs durch die Sonne vollgeladen ist? Was passiert mit der restlichen Energie? Also haben wir Bisono entwickelt. Bisono ist ein bidirektionales Ladegerät, das in den Sion integriert ist und es dir erlaubt, Strom auch wieder aus dem Fahrzeug zu entnehmen. Und das ist besonders interessant. Denn vorne hier in dem Charging Grid ist eine Schuko-Steckdose integriert. Und wenn ich die öffne, per App, kann ich hier vorne alles einstecken, was ich so will. Ein unglaublich Hammer-Feature. Wir sind happy, wir sind so happy mit Bisono. Es ermöglicht so viele Einsatzgebiete. Wenn wir nur mal kurz dran denken, dann ist über Bisono so vieles möglich. Zum Beispiel das hier. Oder beim Camping. Oder andere Elektroautos laden. Denn wir sind so weit gegangen, dass wir hier vorne einen Typ-2-Stecker integriert haben. Und über diesen Typ-2-Stecker kann man auch andere Elektroautos laden. Jetzt haben wir uns nur gefragt, wie erfahren andere Elektroautos davon? Wie erfahren andere Elektroautofahrer davon, dass der Sion das kann? Also haben wir GoSono entwickelt. GoSono sind unsere Mobilitätsservices. Wir sehen den Bedarf, dass wir Dinge in Zukunft effizienter nutzen. Wir müssen Dinge effizienter nutzen. Wir leben auf einem Planeten, der endliche Ressourcen hat. Und aufgrund dessen haben wir 3 verschiedene Mobilitätsservices in den Sion integriert.
Das erste ist Powersharing. Powersharing erlaubt es dir, über die App deinen Strom an andere Elektroautonutzer zu verkaufen. Mit Powersharing kannst du einfach per App einstellen, überall wo du bist, dass du deinen Strom verkaufen willst. Du gibst ein, was für eine Restreichweite du haben willst, was es kosten soll, was du verdienen willst und kannst den Sion so freigeben. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Man ist im Urlaub und der Sion steht am Straßenrand und lädt sich über die Sonne selbstständig auf. Jetzt kriege ich eine Push-Benachrichtigung und kann einfach von überall her Strom verkaufen. Andere GoSono-Nutzer sehen es in ihrer Ladestation-App, können an den Sion ranfahren, öffnen, so wie ich es gerade vorgezeigt habe, das Charging-Lid und können, wie üblich, ihr Elektroautofahrzeug laden. Aber das ist nicht das Einzigste an Mobility Services, was wir integriert haben. Wir glauben, oder wir sind die Generation des Carsharings. Wir sehen, dass Carsharing die Zukunft ist. Wir sind jetzt schon, oder unser Team hat kaum ein Auto, ehrlich gesagt. Kaum einer in unserem Team hat ein eigenes Auto, sondern wir nutzen es gerne und holen uns eins, wenn wir es wirklich brauchen. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, es wäre totaler Irrsinn, wenn wir in den Sion nicht Carsharing ab Werk integrieren. Das heißt, du kannst über eine App den Sion freigeben und an andere GoSono-Nutzer vermieten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bin oben in der Arbeit und der Sion steht unten. Bis 17 Uhr weiß ich, also bei mir wäre es bis 24 Uhr, aber bis abends weiß ich, werde ich den Sion nicht brauchen. Jetzt kann ich einfach über die App den Sion an andere Nutzer vermieten, einstellen noch schnell, wie viel Restreichweite und schon fertig. So einfach. Dann macht es Sinn. Jetzt kommen wir zum nächsten oder zum letzten Mobility Service und das ist Ridesharing. Ridesharing, auf Deutsch Mitfahrgelegenheit, bedeutet, dass du den Sion auf einer Fahrt freigeben kannst für andere Nutzer und die dich begleiten können. Also eine Mitfahrgelegenheit bilden. Hier ist das Gleiche. Ich kann über die App, wenn ich ins Fahrzeug einsteige, München-Frankfurt oder München-Berlin, wie es hier drauf zu sehen ist, einfach nur die Zieleingabe eingeben. Nichts mehr. Ich muss nicht hin und her schreiben, ich muss nicht schauen, wohin ich muss. Das macht alles die GoSono-App. Wir wollen das so einfach wie möglich machen. Und genau das ist der Hintergedanke. Es muss einfach sein, weil dann ist es wirklich alltagstauglich. Und bei allen 3 Mobility Services, die wir haben, ist das Besondere, dass wir natürlich ein Vergütungsmodell dahinter haben. Das heißt, der Fahrzeugbesitzer verdient dabei Geld und kann damit zum Beispiel die Unterhaltskosten des Sions tragen. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Neuem. PreSono. Ich glaube, ihr kennt das schon alle. Das ist unser natürlicher Moosfilter. PreSono beruht auf einem natürlichen Moos, das keinerlei Pflege bedarf und ist wunderschön. Wir wollen es euch mal kurz zeigen. Deswegen öffne ich mal hier die Tür. Über die App kann ich verschiedene Farben einstellen. Und wir sind wahnsinnig begeistert. Vor allem ist es nicht nur ein Designobjekt, sondern hat auch wirklich eine Funktion. Und zwar filtert es 20% des Feinstaubs aus der Luft.
20% auf natürlicher Basis. Pre-Sono muss alle 2 Jahre gewechselt werden, wie jeder übliche Luftfilter. Nur das Besondere hierzu ist, dass Pre-Sono einfach in die Biomülltonne entsorgen werden kann. Natürlich wollen wir euch garantieren, dass der Sion von Anfang an auch Instandhalten, ein Service-Netzwerk hat. Dass ihr wisst, dass er ein ausgebautes Service-Netzwerk hat, wo ihr den Sion immer hinbringen könnt. Und das ist Resono. Resono ist die Idee, unser Werkstatthandbuch Open Source zu legen. Denn mit der Offenlegung entsteht Folgendes. Dadurch, dass wir es offenlegen, kann erstens jeder von euch dieses Fahrzeug reparieren, wenn man sich zutraut. Aber noch viel wichtiger, alle markenunabhängigen Werkstätten da draußen, alle freien Werkstätten, können den Sion auf einmal reparieren. Dadurch steht von Beginn an ein ausgebautes Servicenetzwerk. Wir gehen sogar noch weiter und haben zahlreiche Ideen im Hintergrund, die wir aber in naher Zukunft veröffentlichen werden. Jetzt kommen wir noch zu den Basic Facts des Sions. Generell, wie ihr seht, ist der Sion ein familienfreundliches Fahrzeug und hat Ausstattungen wie Isofix-Halterungen, hat eine Anhängerkupplung, das auch so eine Sache war, wo wir uns gefragt haben, warum gibt es da draußen keine Elektroautos? Gut, es gibt eins mittlerweile, kostet aber ein bisschen was. Haben wir uns gefragt, warum gibt es kein Elektroauto? Können das alle, nur die Hersteller trauen sich vielleicht nicht. Also haben wir eine Anhängerkupplung integriert. Zum Weiteren haben wir gesagt, es muss eine solide Reichweite her. 250 Kilometer, echte Reichweite hat der Sion. Kein NFZ, keine Bruttoangaben. Und wir haben auf euch gehört. Ihr habt uns immer wieder das Feedback gegeben, dass unbedingt eine Klimaanlage rein muss. Deswegen kommt der Sion ab Werk mit Klimaanlage. Natürlich ist uns Sicherheit auch extrem wichtig, weshalb wir den Sion auf 4 Sterne NCAP ausgelegt haben und mit 6 Airbags ausstatten, damit alle Fahrzeuginsassen wirklich sicher sind. Zuletzt kommen wir jetzt zu der wichtigsten Frage. Was wird der Sion kosten? 16.000 € ohne die Batterie. Die Batterie wird monatlich zur Miete oder einmalig zum Kauf angeboten und der Kaufpreis der Batterie beträgt 4.000 €. Der Grund, warum wir die Batterie exkludieren, ist folgender. Die Batteriepreise fallen gerade so extrem, wirklich rasant, sodass wir unfair handeln würden, wenn wir euch jetzt die Batterie inkludieren würden, also inklusive liefern würden, aber das Fahrzeug erst in der Zukunft ausliefern. Deshalb exkludieren wir die Batterie und bieten euch bei Auslieferung den aktuellsten Batteriepreis an. Das ist der Hintergrund. Jetzt habt ihr euch sicherlich, oder ich habe euch hoffentlich alles im Detail vorgestellt. Es gibt zahlreiche andere Sachen, die würden jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Der Sion steckt voll von Sachen und Ideen, die wir umgesetzt haben, wo wir uns immer gedacht haben, warum sind nicht drin. Aber ich möchte jetzt nun darauf eingehen, was unsere nächsten Schritte sind. Was sind unsere nächsten großen Meilensteine, bis der Sion vor eurer Tür steht?
Und offensichtlich, wie ihr es hier seht, stehen als allererstes Probefahrten an. Eine schöne Probefahrtentour durch ganz Europa. 12 Städte, 7 Länder, 7000 Probefahrten. Ihr könnt jederzeit auf der Website die Probefahrten buchen und es sind wunderschöne Städte dabei. Amsterdam, Berlin, Paris. Als nächstes werden wir euch bekannt geben, wer mit uns zusammen den Sion produziert. Denn wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, werden wir den Sion nicht selber produzieren. Wir arbeiten hier mit einem namhaften Auftragsfertiger aus dem europäischen Raum zusammen und hoffen euch recht bald hier den Namen veröffentlichen zu können. Dann der nächste große Meilenstein, 2018, die Crashtests, die sogenannte Homologation. Worauf dann der größte Meilenstein folgt, die Serienproduktion in Q2, Q3 2019. Jetzt fehlt in dieser schönen Timeline ein großer Meilenstein. Ein Meilenstein, der alle anderen Meilensteine erst möglich macht. Und das sind 5000 Vorbestellungen. Wir benötigen 5000 Vorbestellungen, um in Serienproduktion zu gehen. Wir benötigen 5000 Vorbestellungen, um den Serienproduzenten im ersten Jahr auszulasten. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal alle zusammenhelfen, wenn wir es schaffen, 5000 Vorbestellungen zu erreichen, dann wird der Sion auf die Straße kommen. Wenn wir alle nochmal rausgehen, die Geschichte nach außen tragen, Arbeitskollegen, Freunden, Nachbarn, egal wem, da draußen davon erzählen, dann können wir etwas verändern. Wir sind alle heute hier zusammengekommen, weil wir an die gleiche Zukunft glauben. Wir glauben an eine Zukunft, in der die Menschheit schonend und dankbar mit diesem Planeten umgeht. Und wir alle haben die Chance, mit dem Sion etwas für diese Zukunft beizutragen.